Ich bin Jutta, Rentnerin und berichte über aktuelle Themen zu Steuern und Renten. 1.000 € steuerfrei pro Jahr ab 01.01.2023. Das sind zunächst gute Nachrichten für Sparer und Aktionäre. Aber im Laufe des Videos wird es auch für den einen oder anderen einen Aha-Moment geben. Um dieses trockene Thema etwas anschaulicher darzustellen, habe ich eine kleine Präsentation mit netten und hoffentlich nachhaltig wirkenden Bildern erstellt. Betrachtet man die letzten 30 Jahre, ist die Verarschung nicht zu übersehen. Darauf komme ich aber gleich zurück. Ich spreche vom Sparerpauschbetrag. Diesen sogenannten Sparerpauschbetrag gibt es seit 2009. Er wurde zusammen mit der Abgeltungssteuer eingeführt. Ledige können einen Sparerpauschbetrag in Höhe von 801 € pro Jahr in Anspruch nehmen und Verheiratete eben das Doppelte, also 1.602 €. Was bedeutet das aber nun? Es geht um die Einkünfte aus Kapitalvermögen. Das sind zum Beispiel Zinsen, die man auf ein Tagesgeldkonto oder einen Bausparvertrag erhält, und Dividenden auf Aktien oder auch Gewinne aus dem Verkauf von Aktien oder auch Gewinne aus dem Verkauf von Kapitalanlagen und Termingeschäften. Wer mehr wissen möchte, der kann alles zu den Einkünften aus Kapitalvermögen nachlesen im Paragraph 20 Einkommensteuergesetz. Auf jeden Fall kann man Zinseinnahmen bis zur Höhe von 801 € pro Jahr pro Person steuerfrei kassieren. Liegt man mit den Einkünften darüber, werden für den übersteigenden Betrag 25% Kapitalertragssteuer plus Soli-Zuschlag plus gegebenenfalls Kirchensteuer fällig. Damit man den Sparerpauschbetrag auch richtig nutzen kann, erteilt man der Bank einen Freistellungsauftrag. Dieser kann zum Beispiel so aussehen oder auch so. Wer sein Geld bei mehreren Banken oder auch Bausparkassen angelegt hat, muss jedem Geldinstitut einen gesonderten Freistellungsauftrag erteilen. Alle Freistellungsaufträge zusammen dürfen den Sparerpauschbetrag nicht überschreiten. Zum 01.01.2023 wird der Sparerpauschbetrag von 801 € auf 1.000 € angehoben. Wer einen Freistellungsauftrag erteilt hat, muss zum 01.01.2023 nicht tätig werden. Zwecks Änderung, weil die vorliegenden Freistellungsaufträge werden prozentual automatisch erhöht. Der Grund für die Anhebung des Sparerpauschbetrags ist aus meiner Sicht eine Lachnummer. Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ganz klar gesagt, dieser höhere Sparerpauschbetrag soll einen Beitrag zur Altersvorsorge leisten, damit wir alle im Alter mehr Geld auf der hohen Kante haben. Naja, eine Beispielrechnung darüber, was langfristig nach 35 Jahren wirklich rauskommt, gibt es auf dem YouTube-Kanal von Saidi von Finanztipp. Es ist das Video vom 14. Oktober 2022. Saidi erklärt das super und das Ergebnis nach 35 Jahren ist ernüchternd. Ein Beitrag zur Altersvorsorge ist die Erhöhung des Sparerpauschbetrages von 801 € auf 1.000 € auf gar keinen Fall. Von 1975 bis 2008 gab es einen Sparerfreibetrag. Seit 2009 gibt es den Sparerpauschbetrag. Jetzt schauen wir uns mal die Entwicklung des Sparerfreibetrages bzw. Sparerpauschbetrages von 1993 bis 2023, also in den letzten 30 Jahren, an. Er wurde in seiner Höhe mehrfach erheblich verändert, also mehrmals halbiert und reduziert. Hier sieht man ganz deutlich, dass wir wieder verarscht werden. Was uns vor vielen Jahren genommen wurde, gibt man uns scheibchenweise langsam wieder zurück.
Jeder kann hier sich die Zahlen mal selber durch den Kopf gehen lassen und seine eigene Meinung darüber bilden. Krass ist natürlich, dass wir bereits vor über 20 Jahren schon mal einen Pauschbetrag von über 1500 Euro hatten. Wer jetzt anfängt zu kommentieren, dass bei dieser Inflation kein Geld zum Sparen übrig ist, den kann ich natürlich durchaus verstehen. Es gibt aber dennoch viele, die Geld auf der hohen Kante haben, zum Beispiel aus dem Verkauf vom Haus oder aus einer Erbschaft oder wirklich aus Ersparten. Übrigens steht auch Kindern der Sparerpauschbetrag zu. Es gibt ihn ja pro Person pro Jahr. Der Sparerpauschbetrag für Kinder wird nicht in den Sparerpauschbetrag der Eltern eingerechnet. Ja, das war es erstmal für heute an Informationen. Sichert euch die Gratis-Anleitung in 7 Schritten zur Steuererklärung oder auch die Gratis-Checkliste speziell für Rentner. So viel für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.